Willkommen zurück, ich bin Gordon. Ein paar Leute haben mich gefragt, wie ich entscheide, welche Abstufung ich für eine Ladung nehme und wie ich überhaupt darauf komme, für zum Beispiel ein Pulver, was in keiner Tabelle in Verbindung mit einem bestimmten Geschoss zu finden ist, bei welcher Menge ich dafür beginne und so weiter und so fort. Zuerst mal der Hinweis, dass das natürlich meine ganz persönliche Meinung ist und keine allgemeingültige Anleitung darstellt. Zum Verständnis und für das Finden einer eigenen Methode ist aber eventuell hilfreich und deswegen beantworte ich diese Frage natürlich gerne. Beim Wiederladen spielt die eigene Erfahrung eine große Rolle. Aber wenn ich gar keinen Plan habe oder es sich vielleicht auch um ein ungewöhnliches Kaliber handelt, wo nirgends Daten zu finden sind, mache ich das anfänglich tatsächlich auf Basis der Vorberechnung mit QuickLoad. Die Ladetabellen der Hersteller nutzen mir oftmals nicht viel, weil beispielsweise mein 1911er etwas zickig bei der Patronenzuführung ist. Rundkopf-Vollmantel geht ja in der Regel problemlos mit Standardlänge, aber bei den Bleigeschossen oder Geschossen mit anderer Kopfform wird es dann schwierig. Wenn die Blei-Rundkopfgeschosse weit herausgesetzt werden, klemmen sie zum Beispiel schon an den Zügen im Lauf und das mag ich gar nicht. Die Patrone soll sich frei drehen können im Patronenlager, weil der Verschlussabstand bei diesen Kurzwaffenmunitionstypen mit dem Hülsenmund definiert ist und nicht mit dem Geschoss in den Zügen. Wenn ich hier Ladungen aus Tabellen verwende, dann gibt es ständig Zuführungsstörungen und ich muss das Geschoss weiter zurücksetzen. Dann haut aufgrund der unweigerlichen Druckänderung die Ladertabelle sowieso nicht mehr hin, also mache ich dann gleich mit einer Berechnung in QuickLoad. Hier mal ein Beispiel anhand der 45 ACP. Ich beginne da in der Regel mit meiner Gesamtlänge, die ich vorher im Lauf und mit einer Testpatrone ohne Pulver und Zündhütchen getestet habe. Ich nehme also eine leere Hülse, kalibriere die und setze das Geschoss auf Standardmaß, bzw. dem Maß, was beim Geschosshersteller zu finden ist. Dann ins Patronenlager fallen lassen und checken, ob die Patrone frei drehen kann und nicht klemmt. Falls ja, ein weiteres Zehntel tiefer setzen und dann wiederholen. Das Ganze mache ich dann nochmal mit einer zweiten und dritten Testpatrone, und nur um sicher zu gehen, dass alles passt. Dann wähle ich das Pulver und suche eine Menge, wo ich so im ersten Drittel bis maximal zur Hälfte vom gelben Bereich bin. Der gelbe Bereich ist bei QuickLoad -15 bis -25% vom Maximaldruck der Patrone. Das ist dann mein unterer Startpunkt. Dann erhöhe ich die Pulvermenge um 0,2 bis 0,5 Grain und schaue, wie sich der berechnete Druck entwickelt. Für eine volle Ladeleiter mache ich in der Regel 5 Abstufungen, das heißt, ich erhöhe hier bei Kurzwaffenpatronen in Schritten von 0,2 und bei Langwaffenpatronen um 0,3 Grain. Lande ich dabei mit der maximalen Pulvermenge dann über dem ersten Drittel vom roten Bereich, reduziere ich meine Startladung um diesen Schritt, verschiebe die ganze Ladeleiter also nach unten sozusagen. Erst wenn ich zum Beispiel nach dem Testen der Ladung feststelle, dass keine Überdruckzeichen an den Hülsen und Zündhütchen zu sehen sind, kann ich falls notwendig weiter höher gehen mit der nächsten Ladung. Hier noch ein Beispiel einer Langwaffenpatrone anhand der 7,92x33 kurz bzw. 8x33 kurz, wofür es ja nur recht spärliche Ladedaten gibt. Zuerst wähle ich natürlich das Kaliber aus. QuickLoad zeigt dann ein kleines Icon mit den Maßen der Patrone. Um ganz sicher zu gehen, gehe ich auch noch auf die Webseite von CIP, der Europäischen Standardisierung für Munition. Dort auf TDCC und auf Herunterladen. Im Suchfeld dann die Bezeichnung eintippen und auswählen. Anschließend aus der Spalte TDCC das deutsche PDF herunterladen. Im PDF findet man dann alle Standarddaten zur Patrone, inklusive der erlaubten Maximaldrücke und so weiter.
Nach der Auswahl des Kalibers dann noch das gewünschte Geschoss, was ich hier verwenden will. Dann weiß man ja, was man für Pulversorten da hat. Da schaue ich dann, ob eins davon irgendwie brauchbar ist oder ob ich eine eigene Sorte brauche. Nehme ich zum Beispiel N140 und setze die Füllmenge auf 100%, sehe ich sofort, das passt nicht, weil der umgesetzte Ladungsanteil ist viel zu gering. Der sollte erfahrungsgemäß mindestens 80% betragen. Das heißt, das Pulver ist schlicht viel zu langsam und würde nur plopp machen und das Pulver würde überall rausrieseln. Also ein schnelleres Pulver muss her. RS30 zum Beispiel ist ein Übergangspulver, also ein langsames Revolver, aber auch schnelles Langwaffenpulver. Ladedichte mal auf 95%. Ja, das könnte mit den Drücken passen. Keine zu harten Druckspitzen, um die Waffenbelastung niedriger zu halten, und die Ladedichte liegt auch im sicheren Bereich. Ja, wie gehabt, dann Ladeleiter bauen und ausprobieren. Will ich bei Langwaffenkalibern sicher gehen, litere ich die verwendeten Hülsen noch aus und trage das Ergebnis im Programm ein. Das mache ich in der Regel aber nur bei langen, schmalen Hülsen mit vergleichsweise wenig Gesamtvolumen, wie bei der 223 Remington. Die Quickload-Berechnung ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber sie liegt meist einige Prozent unterhalb der realen Werte. Bei Langwaffenkalibern und Langläufen aktiviere ich auch immer noch die Option Laufreibung im Quickload. Wie super präzise das Programm hier rechnet, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig, solange die allgemeinen Werte in der Näherung stimmen. Das heißt, ich rege mich hier nicht auf, wenn Quickload 250 Meter pro Sekunde Geschossgeschwindigkeit berechnet und es real dann 240 Meter pro Sekunde sind. Die Berechnung ist ein rein theoretisches Modell. Das Programm weiß nichts über den Zustand der Waffe, den Umgebungsbedingungen und so weiter. Dafür sind die Berechnungen meiner Meinung nach aber schon ziemlich genau. Langwaffenkaliber mit Flaschenhülse berechnet Quickload aber augenscheinlich etwas genauer als zum Beispiel großvolumige zylindrische Kaliber wie 45-70. Dadurch, dass Quickload hier offensichtlich ein Sicherheitsfenster einkalkuliert, ist mir das dann lieber, als wenn ich das Pi mal Daumen anhand von irgendwelchen Tabellen aus dem Internet unreflektiert nachbaue. Bei durch ein Beschussamt geprüften Ladungen mit exakt gleichen Komponenten sieht das natürlich ganz anders aus. Da ist das Vertrauen etwas höher. Fremde Ladedaten nehme ich ausschließlich als Näherung und Hinweis. Das kann dann insofern Arbeit sparen, indem man halt schon einen Startpunkt für die eigene Ladeleiter hat, ohne beim Urschleim anfangen zu müssen. Die regulären Sicherheitsregeln, die jeder Widerlader verinnerlicht hat, spielen natürlich immer eine Rolle. Wenn man die Quickload-Berechnung nur als Richtwert versteht, die Standardregeln beachtet und sich klar macht, dass die Berechnung nur eine Näherung darstellt, kann man meiner Meinung nach ziemlich komfortabel eine Ladung bauen, ohne Angst haben zu müssen, sich in die Luft zu sprengen. Sehr hilfreich ist das Ganze vor allem dann, wenn man, wie ich zum Beispiel, sehr seltene oder ausgefallene Kaliber laden will, wie auch zum Beispiel bei 8x33 Kurz der Fall. Quickload ist ohne Frage ein hilfreiches Werkzeug für den Widerlader, aber wie gesagt, das ist meine Herangehensweise und soll jetzt hier auch keine Werbung für das Programm sein. Die entsprechende Fachlektüre, also auch die bekannten Widerladerbücher, kann es nicht einfach ersetzen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, die Infos helfen vielleicht dem einen oder anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.